Die Content Bros sind eine animierte Show. Lass uns also ein wenig über Animation selbst reden. Ich habe letztens ein Video über Flash Gordon gemacht. Wer es noch nicht kennt, hier ist das Ding. Als ich dafür recherchiert hatte, bin ich unter anderem auf die Cartoon-Adaption von dem Stoff aus dem Jahr 1979 gestoßen. Der Stil kam mir irgendwie bekannt vor. Dann ging mir ein Licht auf. Der Film wurde von Filmation produziert. Kennt ihr Filmation? Filmation hat einen festen Platz in der Geschichte der Animation. Sie waren eine Art Gegenentwurf zu Walt Disney. Während Disney aufwendige Kino- und Kurzfilme produzierte und Pionierarbeit bei Tricktechniken leistete, setzten die Jungs und Mädels von Filmation auf die Massenproduktion von Zeichentrick fürs Fernsehen. Sie leisteten ebenfalls Pionierarbeit, jedoch auf dem Gebiet der Optimierung der Arbeitsabläufe. Wer meine Videos kennt, weiß, dass an dieser Stelle ein kleiner geschichtlicher Rahmen kommt. Danke Tim, du kannst jetzt Feierabend machen. Also, fangen wir ganz von vorne an. Schon Ende des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten Zeichentrickfilme. Was bedeutet, dass der Trickfilm fast so alt ist wie der Film selbst. 1937 revolutionierte Disney das Genre und brachte mit Schneewittchen und die 7 Zwerge den ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm ins Kino. Damit war das Genre endgültig im Mainstream angekommen. Der Rest ist Geschichte. Als das Fernsehen immer populärer wurde, verlangten die Zuschauer nach immer mehr Content. Und so entstanden die Content Bros. Nein, warte mal. Das ist Quatsch. Als das Fernsehen immer populärer wurde, verlangten die Zuschauer nach immer mehr Content. Wir schreiben das Jahr 1957. Die Herren William Hanna und Joseph Barbera, die vorher bei MGM für unter anderem Tom und Jerry verantwortlich waren, produzierten die allererste Zeichentrick-Fernsehserie, The Rough and Ready Show. Sie entwickelten clevere Verfahren, wie sie Animationsroutinen und Figuren wiederverwenden konnten, um in kurzer Zeit eine Masse an Material günstig und zeiteffektiv zu produzieren. Es folgte die Familie Feuerstein, die nach den Simpsons bis heute zu den erfolgreichsten Zeichentrickserien überhaupt zählt. Familie Feuerstein war das erste Mal nicht nur an Kinder gerichtet. Dadurch entstand ein völlig neuer Markt. In dieser fruchtbaren Zeit wurde auch Filmation gegründet. 1966 wollte DC Comics Superman als Trickfilm ins Fernsehen bringen und wandte sich an das kleine Studio, das bis dahin keine große Relevanz hatte. Filmation produzierte in der Zeit hauptsächlich Trickfilme mit christlichem Background. Superman sollte dem kleinen Studio zum Durchbruch verhelfen. Ab da entwickelte sich Filmation zu einem der wegweisenden Trickfilmstudios der nächsten 20 Jahre. Zu den größten Erfolgen zählt unter anderem He-Man and the Masters of the Universe. Das Studio spielte eine sehr große Rolle auf dem Trickfilmmarkt in den 60er, 70er und 80er Jahren und gehörte zu den Pionieren des Saturday Morning Cartoons. Durch die konsequente Anwendung und Perfektionierung damals neuer Verfahren war es möglich, die Abläufe immer mehr zu optimieren und den Produktionsaufwand zu reduzieren, dass die große Nachfrage des Fernsehens nach animierten Geschichten gestillt werden konnte. Sie verwendeten zum einen Limited Animation. Dort wird die Zahl der Animationsphasen bis aufs Nötigste reduziert. Außerdem legten sie eine riesige Datenbank mit Animationsroutinen und anderen Elementen an, auf die sie bei der Produktion immer wieder zugreifen konnten. Und da wären wir wieder am Anfang. Die Animationen im Flash Gordon Cartoon waren dieselben wie in He-Man und kamen mir deswegen bekannt vor. Während man Disney das Wiederverwenden von Animationen als Faulheit vorwerfen kann, ist es bei Filmation eine Tugend, wie ich finde. Der Unterschied ist der Anspruch. Während ich bei einem Kinofilm die Erwartung habe, jedes Mal etwas Neues zu sehen, wenn ich Geld dafür zahle, ist es bei einem Fernsehcartoon was ganz anderes. Dort muss man jede Woche abliefern und die Geschichte steht im Vordergrund. Bei den Content Bros ist es nicht anders. Limited Animation ist bei uns ganz groß. Immer nur ein Frame für eine Bewegung. Etwa so. Seht ihr es? Es wäre anders einfach nicht möglich, jede Woche eine Sendung zu produzieren. Das andere ist die Datenbank. Natürlich habe ich auch eine und schöpfe daraus für meine Arbeit. Alles wird archiviert, wiederverwendet und weiterentwickelt. Im Grunde arbeitet man immer noch, ähnlich wie die Pioniere der Fernsehcartoons es vor 50 Jahren vorgemacht haben. Und aus diesem Grund können wir uns auch nächste Woche wiedersehen. Tschüss!